Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier in der Schrebergartenkolonie im Norden von Berlin. Heute geht es darum, wie bekomme ich in Berlin einen Schrebergarten. Ihr erfahrt alles über, wie bekomme ich ihn, wie bewerbe ich mich, was gibt es für Regeln und welche Kosten warten auf mich. Ich freue mich, lasst uns mal losgehen. Viel Spaß! Erst einmal Schrebergärten in Berlin oder Kleingärten in Berlin gibt es schon seit 1833. Das ist also schon ziemlich alt. Damals waren es Armengärten für Bedürftige. Und der Name Schrebergarten, der prägte sich erst in Leipzig 1864, wo so Spielwiesen für Kinder entstehen sollten. Und der Herr Dr. Schreber, das war ein Leipziger Arzt, hat das quasi erfunden. Und dann hat sich das in Leipzig und in Berlin richtig gefestigt. Es gibt eine ganze Geschichte, darüber mache ich bestimmt noch mal ein Video. Berlin ist tatsächlich eine der europäischen Städte mit den meisten Kleingärten. Es gibt rund 73.000 Parzellen. Und das auf ungefähr 900 Anlagen, also 900 verschiedenste Vereine, bei denen man sich bewerben könnte für einen Kleingarten. Aber warum ist das so beliebt? Hauptsächlich natürlich, wenn man sich nach diesem Sehnsuchtsort des Durchatmens und vielleicht, und das ist auch für viele ein großer Grund, in Berlin ist es fast überall verboten zu grillen. Ich möchte euch eine kleine Anleitung geben, wie du genau den Traum realisieren kannst, den du möglicherweise von einem Garten hast. Und wie bekommt man jetzt so einen Schrebergarten? Zuallererst würde ich für mich prüfen, was habe ich denn für Wünsche an so einen Garten. Möchte ich einen großen Pool? Möchte ich so eine coole Grillecke haben? Will ich ständig Freunde einladen? Möchte ich eine Fußballwiese für meine Kinder haben? Dann würde ich mir überlegen, keinen Schrebergarten zu nehmen. Da würde ich mir lieber einen Freizeitgarten suchen. Warum? Beim Schrebergarten sind so einige Regeln zu beachten. Und das kann man sich auch anschauen, wenn man einmal in die nächstgelegene Kolonie, die in seiner Nähe ist, geht, um dorthin zu spazieren. Wenn du eine Kolonie suchst, da gibt es ein gutes Portal von Berlin, das Geoportal. Dort würde ich drauf gehen und dann schaust du erstmal, was gibt es für Kolonien in deiner Nähe. Wenn du auf der Webseite bist, klickst du gleich auf diese Karte, vergrößerst sie und wählst dir dann die Kolonien aus, die für dich spannend sind, von der Lage. Ich würde immer darauf achten, nicht länger als 20 Minuten zu dem Garten zu brauchen mit dem Verkehrsmittel deiner Wahl. Also mit Fahrrad, Auto oder mit den öffentlichen. Wenn du mit dem Auto anreisen möchtest, würde ich immer eine Kolonie auswählen, die auch einen Parkplatz hat mit ausreichend Parkplätzen. Denn das ist bei uns oft so das Problem. Wenn man dann mit der ganzen Familie kommen möchte und dann braucht man 3 Parkplätze, meistens steht einem nur einer zur Verfügung, dann ist es ungünstig, sich einen Garten zu suchen, der einfach sehr weit weg ist. Wenn ihr dann ein paar Kolonien recherchiert habt, geht hin, schaut euch an, wie sieht die Kolonie aus. Und dann könnt ihr auch erkennen, wie streng sich der Verein dieser Kolonie an die kleingärtnerischen Regeln halten. Da gibt es Unterschiede. Manche sind sehr akkurat. Da sieht man schon, die Heckenhöhe ist ganz genau bei 1,25 und man kann wunderbar auch bei meiner Körperhöhe drüber gucken. Und dann gibt es wieder Kolonien, die achten da nicht so sehr drauf. Also, was möchtest du? Und dann such das für dich passende. Wovon träumst du? Möchtest du dich entspannen? Möchtest du einen großen Pool haben für deine Kiddies? Möchtest du vielleicht so eine übelst coole Grillecke, wo man so verschiedene Ofen hat, um irgendwas Schönes zu grillen? Ja, dann bist du im Schrebergarten vermutlich nicht ganz gut aufgehoben. Warum? Im Schrebergarten gibt es einige Regeln, die man befolgen muss. Und diese Regel sollte jeder eigentlich kennen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Heckenhöhen, die zu beachten sind. Man darf keine Sichtschutzmatten aufhängen. Es gibt Ruhezeiten. Anders als in der eigenen Wohnung muss man sich an diese kleinen Regeln halten. Und das Wichtigste ist eigentlich die Ein-Drittel-Regel. Was so viel bedeutet wie 1/3 deiner Parzelle
müssen mit vielfältigen Obst- und Gemüsesorten bepflanzt werden. An alle, die keine Lust auf diese ganzen Regeln haben, die wirklich schon aus der Kriegszeit kommen, gebe ich zum Ende mal noch einen anderen Tipp für den Berliner, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich kleingärtnerisch zu betätigen. Wenn es darum geht, wie bewerbe ich mich jetzt für einen Schrebergarten? Da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Wege. Entweder man bewirbt sich direkt bei dem Verein oder in einen der 19 Bezirksverbände. Wie das ist, müsst ihr bei jedem Verein selbst nachschauen. Also falls es über den Bezirksverband ist, dann haben die eine Webseite, worüber man sich häufig bewerben kann. Und dann kommt man auf eine Warteliste. Auf diese sollte man sich früh schreiben. Warum? Es dauert sehr lange, bis man in Berlin einen Schrebergarten bekommen kann. In der Regel 1 bis 5 Jahre oder länger. Gerade in der Vergangenheit ist der Run auf so kleine Gärten immer größer geworden. Und viele geben ihren Garten einfach noch nicht ab, auch wenn sie es vielleicht nicht mehr schaffen, ihn zu bewirtschaften. Das dauert manchmal ein bisschen, bis man sich von seinem Lieblingsgrundstück verabschiedet und wieder eine neue Generation auf das Land ziehen darf. Wenn man sich über den Verein bewirbt, so hat dieser auch eine Warteliste. Da ist aber die Bewerbung häufig eher per E-Mail oder man muss einen Briefkasten vor Ort suchen, wo man seine Bewerbung reinschmeißen kann. Das müsst ihr dann auf der jeweiligen Webseite des Vereins herausfinden. Manche Vereine haben aber auch so eine Infotafel im Vereinsgelände, dann könnt ihr euch darüber informieren. Was es zum Beispiel auch gibt, sind Schrebergärten, die sind in sich geschlossen. Und wenn ihr da Kontakt sucht, da gibt es dann zum Beispiel einen Briefkasten oder es hat bestimmte Öffnungszeiten. Solche Schrebergärten gibt es auch. Deswegen empfehle ich euch, geht immer genau hin und schaut, was ihr dort machen wollt. Wenn man einen Schrebergarten dann bekommt, dann ist es so, das ist kein Vergnügungsgarten, sondern es ist ein Nutzgarten mit Erholungswert. Was so viel bedeutet wie, du kannst in deiner 24 Quadratmeter großen Hütte, was die Maximalgröße ist, dich dort erholen, aber du sollst dort nicht leben. In den meisten Kolonien gibt es kein Dauerwohnrecht. Sicherlich kann man bis abends bleiben, aber man sollte nicht wohnen. Du kannst es auch nicht als Wohnsitz anmelden. Und wenn du dann in so einem Garten bist, dann hast du vor allen Dingen die Verpflichtung, 1/3 deines Gartens zur kleingärtnerischen Nutzung herzurichten. Das bedeutet, so wie hier oft, die Parzellen sind so ungefähr 300 Quadratmeter groß, dass ganze 100 Quadratmeter mit Obst und Gemüse bepflanzt werden müssen. Und das wird auch kontrolliert. Da gibt es dann den Bezirksverband, der dann regelmäßig Kontrollen durchführt. Und falls du diese Kontrollen nicht erfüllst und einen Vergnügungsgarten draus machst, kann es sogar zu einer Abmahnung bis hin zu einer Kündigung kommen. Und was man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, ist die Gemeinschaft. Einmal die deiner direkten Nachbarn und dann natürlich in deinem ganzen Verein, weil du wirst Vereinsarbeiten leisten. Manche haben mehrere Arbeitsdienste im Jahr, wo man gemeinsame Wege pflegt, gemeinsame Flächen mäht oder Bäume schneidet. Diese Arbeitsdienste, die sind in jeder Kolonie unterschiedlich und an diesen beteiligst du dich, weil du ja Teil des Vereins bist. Und damit der Verein funktioniert, sind auch immer Vereinsmitglieder, die aktiv am Verein arbeiten, nötig. Dazu gehören der Vorstand, die Schriftführer, die Kassierer, die Arbeitsminister, die Obleute, die man noch so braucht. Und manche haben sogar einen Vergnügungsausschuss, die halt Sommerfeiern oder Ähnliches organisieren. Und das ist das, was du auch mitbekommst mit so einem Garten. Du bekommst also automatisch den Kleingarten, den du so nutzbar machst, und den Verein, in dem du dich engagierst. Für viele ist es ganz besonders wichtig, was kostet jetzt so ein Schrebergarten? Zum einen hast du die Kosten, die einmalig sind. Das heißt, wenn der Garten von dem alten Pächter zum neuen Pächter übergeben wird, dann gibt es eine offizielle Schätzsumme und die
legt ein Schätzer fest. Das richtet sich danach, hast du ein Haus, wie gut ist das im Schuss, hast du schon Obstbäume, hast du Hochbeete, die haben alle einen positiven Wert. Es gibt auch Sachen, die den Gartenwert minimieren, zum Beispiel wenn es keine Grube gibt, keine Abwassergrube und diese noch angelegt werden müsste, dann wird das negativ bewertet. Und diese Summe ergibt dann den einmaligen Zahlbetrag, der liegt dann meistens zwischen 1.000 bis 5.000 Euro. Und dann gibt es die regulären Kosten. Das ist einmal die Pacht. Ein Schrebergarten ist übrigens ein bisschen anders zu einer Mietwohnung, und zwar ist das ein Pachtland. Man pachtet das Grundstück von der Stadt und die Vereine verwalten deine Pacht. Es hat ein bisschen andere Regeln und dadurch entsteht auch ein anderer Preis. Der Pachtpreis ist ganz anders als der von einem Baugrundstück. Denn das ist ja hier landwirtschaftliche Nutzfläche. Und deswegen kommt man auch ungefähr auf einen Quadratmeterpreis von 1 Euro. Während man in Berlin für einen Quadratmeter Bauland mindestens 1.000 Euro hinlegen muss, hat man hier wirklich eine großzügige Erholung, wenn man nur 1 Euro pro Quadratmeter bezahlen muss. Da zahlt man Vereinsgebühren, die Pacht an den Bezirksverband. Die kostet in der Regel so bis zu 300 Euro. Und dann haben wir noch Kosten wie Strom, Wasser, Müll, dann die Vereinsgebühren vielleicht in deinem eigenen Verein, sodass du summa summarum so auf die 500 Euro im Jahr kommst. Und Strom, wie du halt verbrauchst, so ähnlich wie zu Hause. Bei uns in Berlin ist es doch relativ teuer mit dem Strom, dass du schon so 30, 40 Euro im Monat dafür einplanen musst. Dann brauchst du noch eine Laubenversicherung, die kostet auch nochmal so 100 Euro im Jahr. Also rechnen wir mal so 700 Euro komplett für einen Schrebergarten in Berlin, die pro Jahr fix sind. Ein kleiner Hinweis, jetzt hier beim Schnitt ist mir noch was aufgefallen. Ich habe ja gesagt, es ist ein Pachtgarten, der auch abgeschätzt wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt keinen Garten kaufen. Wenn ihr also bei Kleinanzeigen seht, dass jemand einen Schrebergarten verkaufen möchte, das wird schwierig. Das ist meistens eher so ein Betrug, da man den Garten nicht einfach von dem Pächter kaufen kann, weil das nicht funktioniert. Der Garten wird immer über den Verein weitergegeben. Um die Wartezeit auf einen gewünschten Schrebergarten zu verkürzen, habe ich noch etwas gefunden, was ich euch empfehlen wollte. Und zwar gibt es auch Gemeinschaftsgärten in Berlin. Da gibt es ja auch extra eine Webseite mit einer Karte. Da würde ich dann nach dem Bezirk schauen, in dem ihr wohnt, und mal schauen, ob es da nicht auch einen Gemeinschaftsgarten gibt, in dem man vielleicht die Übergangszeit mit den Kindern hingehen kann oder auch mit dem Partner, der Partnerin, um dort einfach ein bisschen mit aktiv zu sein und schon mal zu testen, ob dieses gemeinschaftliche Gärtnern etwas für einen ist. Einen kleinen Garten in Berlin zu bekommen, ist also ein bisschen wie ein Geschenk, aber es gehen auch einige Verpflichtungen einher. Die habe ich euch jetzt alles genannt und ich hoffe, ihr habt jetzt alle Informationen bekommen, wie auch ihr in Zukunft einen Schrebergarten in Berlin bekommen könnt. Ich hoffe, ich konnte all die Fragen, die du hattest, beantworten. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich freue mich, diese beantworten zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Video in meinem Schrebergarten. Bis dahin, macht's gut.